Die Braunbären des Schwarzwaldes. Knuffig, oder? Aber so gelassen die Bären hier wirken, sie haben alle eine ganz persönliche, traurige Geschichte. Bis ich euch diese Geschichten aber erzähle, müsst ihr euch noch ein paar Minuten gedulden. Denn erst rollen wir noch ein bisschen was zusammen. In diesem Video erleben wir die zwei Gesichter des Schwarzwaldes. Während wir in dickem Regen und Nebel starten, beenden wir den Tag später in schönstem Sonnenschein. Entsprechend fällt unterwegs einiges ins Wasser, aber immerhin besuchen wir die Allerheiligen-Ruinen und den alternativen Wolf- und Bärenpark. Abends kommen wir in einer ganz besonderen Gaststätte unter, ehe es am nächsten Tag weiter in Richtung einer der berühmtesten Weinregionen Deutschlands geht. Los geht's! Der nächste Morgen, Stunde der Wahrheit. Der enge Handschuh und die Nässe lassen mich für die Naht Schlimmes befürchten. Zum Glück liegt die Naht aber an einer Stelle, auf die beim Schalten kaum Druck ausgeübt wird und nur deswegen kann ich die Reise überhaupt fortsetzen. Und der Doc hat die Fäden extra so gesetzt, dass ich maximale Bewegungsfreiheit behalte. An dieser Stelle möchte ich den Betreibern des Campingplatzes nochmal herzlich dafür danken, dass die Tochter des Hauses mich abends noch ins Krankenhaus gefahren hat. Ich denke, das geht weit über die übliche Gastfreundschaft auf Campingplätzen hinaus. Wenn ich nochmal in der Gegend bin, werde ich auf jeden Fall wiederkommen. Genau in dem Moment, in dem wir den Campingplatz verlassen, fängt es auch schon an zu regnen. Und natürlich treffen die Tropfen meist genau die Mitte der Linse, um das Bild so richtig schön zu stören. Unser heutiges Ziel ist das Kloster Allerheiligen, oder eher die Ruinen, das, was noch davon übrig ist. Auf dem Weg dorthin nehmen wir ausschließlich kleine Straßen, ihr wisst schon, wegen der Aussicht und der Landschaft. Wie schön, dass man von der vor lauter Nebel und Regen kaum was sieht. Aber immerhin, an ein paar Stellen reißt es stark genug auf, dass man einen schönen Überblick über die wolkenverhangenen Täler hat. Richtig schlimm wird es aber, als wir die Ruine erreichen. Richtig schöner Landregen. Die meisten Aufnahmen kann ich deswegen vergessen, man sieht vor lauter Tropfen auf der Linse rein gar nichts. Also machen wir mit den paar Aufnahmen weiter, die ich habe. Das sehen die hier auch nicht oft. Kommen die scheiß Touristen in Motorradklamotten und lassen sogar den Helm an. Das Kloster wurde Ende des 12. Jahrhunderts gegründet, die Kirche wurde allerdings 1804 vom Blitz getroffen und verfällt seitdem mehr und mehr. Ich sag auch immer, wenn ich in die Kirche gehe, dann schlägt der Blitz ein. Einer der Gründe, warum ich hier hin wollte, ist die Sage vom Moospfaff. Das ist ein Geistlicher, der hier im Dreißigjährigen Krieg, also schon vor einiger Zeit, eine Hostie verloren haben soll und dessen Geist hier bis heute umherwandert, um diese wiederzufinden. Leider hat er uns während unseres Aufenthaltes nicht die Ehre erwiesen, oder könnt ihr ihn irgendwo in den Aufnahmen entdecken? So toll es ist ja, komplett alleine zu sein. Bei 10 Minuten Trockenheit, das wäre toll, seit wir am Campingplatz los sind. Es schüttet und schüttet und schüttet und schüttet immer weiter, immer weiter. Naja, wenigstens ist es nicht kalt. Neben der Klosterruine gibt es nicht weit entfernt auch die Allerheiligen Wasserfälle. Die hätten wir uns auch gerne noch angesehen, aber ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Auf dem Weg dorthin war es bereits sehr rutschig und wir wollen unser Glück nach meinem Unfall gestern und den Wetterkapriolen heute nicht weiter strapazieren. Ich sehe mich schon ausrutschen und auf die Hand fallen, nein danke. Auf halbem Weg zu den Wasserfällen drehen wir daher wieder um, aber kleine Wasserfälle hatten wir ja auch bereits oben an der Ruine. Wir sind sickennass, wie man in Aachen sagt. Wir fahren daher bereits jetzt unsere Unterkunft für die Nacht an, um unsere Sachen zu trocknen und hoffentlich am Nachmittag ohne Regen weitermachen zu können.
So, nachdem wir bei den Allerheiligen Wasserfällen sprichwörtlich baden gegangen sind, haben wir eine kleine Planänderung vorgenommen. Wir haben für heute Abend eine Unterkunft gebucht, unweit der Allerheiligen Wasserfälle. Und da sind wir jetzt einfach schon viel früher hingefahren. Haben unser nasses Zeug, das war wirklich viel, überall im Raum ausgebreitet. Lassen das jetzt trocknen und nutzen das hier so ein bisschen als Ausgangsstation, um noch ein bisschen was von der Gegend zu sehen. Wir haben noch ein, zwei Gegenden, die wir abklappern möchten. Aber ihr müsst doch mal das Zimmer sehen. Wir haben nämlich das 80er Jahre Retro-Zimmer. Und dass aktuell eine Bombe eingeschlagen ist. Hier ist eine Bombe eingeschlagen, ja. Durcheinander, wie sonst was. Naja. Ja, aber überall unseren Scheiß ausgebreitet. Alles, was irgendwie trocknen muss. Vor allem die Ecke hier. Man erkennt es jetzt nicht gut. Da hängen eine Zeltbahn, 2 Schlafsäcke, Katis Jacke. Ach so, die andere Zeltbahn. Wir haben ja noch ein 80er Jahre Retro-Badezimmer. Die andere Zeltbahn hängt dann hier zum Trocknen. Man beachte diese wunderschönen Fliesen. Es ist ulkig, knuffig. Und wo geht's jetzt hin? Bären- und Wolfpark. Ja, Bären- und Wolfpark. Wolfis Yippie. knuddeln. Ja, Wuffels. Wir satteln um auf nur noch ein Motorrad und fahren mit meinem Hobel zum alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Scharpbach. Die Ortsnamen hier sind echt der Knaller. Unsere Unterkunft befindet sich zum Beispiel in Bad Peterstal-Griesbach. Ich kann mir die Namen bis heute nicht merken und ich habe eigentlich ein sehr, sehr gutes Ortsgedächtnis. Der alternative Wolf- und Bärenpark ist ausdrücklich kein Tierpark oder Zoo, sondern eine Auffangstation für missbrauchte Tiere. Viele von ihnen stammen aus Osteuropa und waren vorher Zirkustiere, andere wurden ihr Leben lang in Zwingern gehalten oder für Kämpfe abgerichtet. Es gibt in diesem Park nur eine einzige ehemalig wilde Bärin namens Joka. Von ihr stammt der Braunbär Bruno ab, der 2006 in Bayern als sogenannter Problembär erschossen wurde. Die beiden wurden durch Fütterungen zu sehr an den Menschen gewöhnt und während Bruno erschossen wurde, kam seine Mutter Joka in Gefangenschaft. Einer der Bären war sogar ein Restaurantbär und vor meinem Besuch hier wusste ich nicht mal, dass es so etwas gibt. Ihr sicherlich auch nicht, daher erkläre ich es euch kurz. Ein Restaurantbär ist ein Braunbär, der ganz ernsthaft in einem Restaurant als Belustigung der Zuschauer angekettet wird und dort nur einen einzigen Quadratmeter Raum zum Leben hat. Um es anschaulicher zu machen, könnt ihr euch im Park selbst in einen entsprechend großen Käfig stellen. Kati ist jetzt nicht die größte Person und selbst für sie ist es erdrückend eng darin. So sah das Leben dieser Bären vor ihrem Einzug in den Park aus. So viel zum Thema „Der Mensch wäre die Krone der Schöpfung". Hier legt man den Fokus daher auf eine artgerechtere Haltung. Viele Tiere sind seit Jahren hier und haben jetzt genug Raum und Schutz, um sich zurückzuziehen, doch man merkt ihnen immer noch ihre Traumatisierung an. Diese Bärin hier heißt zum Beispiel Franka und läuft den ganzen Tag eine liegende 8 in den Rasen, immer dieselben paar Meter. Diese Verhaltensauffälligkeit kommt daher, dass sie jahrelang in einem dunklen und engen Raum gehalten wurde, wo sie immer nur im Kreis laufen konnte. Den Rest ihres Geheges beachtet sie daher kaum. Um die Tiere aus diesem untypischen Verhalten zu reißen, kommen sie hier auch in Kontakt mit Wölfen und Luchsen. Aber nach dem Regen heute Morgen ist es jetzt am Nachmittag wieder drückend heiß und von den Wölfen sieht man außer einem Rascheln in den Büschen wirklich nicht viel. Nur die Bären tummeln sich rund um die Wasserlöcher. Ja, den Rückweg verbringen wir wieder standesgemäß mit dem Fahren eines Umweges. Wir sind Luftlinie nur 8 Kilometer vom Hotel entfernt, der schnellste Weg wäre 17 Kilometer lang, wir müssen aber bedingt durch eine Baustelle über 30 Kilometer Umweg fahren. Naja, wenigstens fahren wir mit der Schwarzwald-Hochstraße und der B28 schöne und kurvige Straßen, die ich ohne Gepäck jetzt auch mal etwas sportlicher nehmen kann. Unser Hotel besteht in normalen Zeiten eigentlich aus einem Hotel und einem eigenen Restaurant. Aufgrund der Beschränkungen hat das Restaurant zu diesem Zeitpunkt aber geschlossen, wir dürfen trotzdem die Küche und den Gastraum nutzen, was wir auch gerne annehmen. Statt auf dem kleinen Gaskocher kochen wir also diesmal in einer Großküche und verbringen den Abend dann mit Billard und Dartspielen. Hatschi! Oh Mann!
Am nächsten Morgen hat sich das schöne Wetter glücklicherweise gehalten, es kann also weitergehen. Und die Narbe ist auch noch immer nicht wieder aufgegangen, ich kann sogar vom Verband zu einem kleinen Pflaster wechseln. Mit Sack und Pack und wieder auf beiden Motorrädern geht es jetzt zur Burg Hohengeroldseck. Das ist doch mal eine Burg. Nicht ohne Grund das Wahrzeichen der Region. Auf 523 Metern Höhe gelegen, sieht man sie schon von weitem während der Anfahrt. Aber natürlich heißt das auch, dass man, um zur Burg zu gelangen, erstmal ein gutes Stück den Berg rauflaufen muss. Auf dem Weg hinauf habt ihr die Möglichkeit, mit einer kleinen Schleuder die Burgtore einzureißen. Vorausgesetzt, ihr trefft das Ziel im Gegensatz zu Kati. Komm, jetzt aber, stürm die Burg. So einfach eine Burg zu stürmen. Mhm. Nee. Oh. Oder aber ihr macht es wie ich und klingelt, in der Hoffnung, dass euch jemand die Zugbrücke runterlässt. Ist irgendwo ein Schlägel zum Läuten? Ja. Hallo? Jemand zu Hause? Oben angekommen habt ihr dann einen wirklich grandiosen Ausblick über die Umgebung. Wir sind übrigens ganz bewusst wieder an den Rand des Schwarzwaldes gefahren, denn unser nächstes Ziel, das liegt etwas außerhalb. Guck mal, hier ist der Kaiserstuhl. Das ist unser nächstes Ziel. Denn den Rest des Tages wollen wir am Kaiserstuhl verbringen, im berühmten Mittelgebirge und der ebenso bekannten Weinregion. Und genau darum geht es dann im nächsten Video. Wir erkunden zusammen die terrassenförmigen Weinberge des Kaiserstuhls, dieser kleinen bergigen Insel mitten im Rheintal an der Grenze zu Frankreich. Dort gibt es lokale Weine und Spezialitäten zu erkunden, ehe es am nächsten Tag aber natürlich wieder zurück in Richtung Schwarzwald geht. Denkt daran, euer Abo dazulassen, um ja nicht die weiteren Teile der Reihe zu verpassen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über euren Like oder euren Kommentar. Und natürlich auch wie immer vielen Dank fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.